Ja, ich kenne Name. Walter Bindle. Yeah, the last name I put in Walter Bindle. Ja. Ich kann eigentlich nur das sagen, was Ihr Freund Kurt Schäfer gesagt hat. Weil ich nur 6 Monate da war. Ich musste nämlich noch in weitere 10 Lager. Oder ich durfte. He said he only spent 6 months here. He then, of course, went to other camps, so he can only agree with what Mr. Schaefer has already said. Aber was für Sie wichtig ist, darf ich wohl annehmen, ohne dem amerikanischen Staat zu schweigen. Die Behandlung war hervorragend. He said something which is important to you in this interview, without trying to be diplomatic towards the U.S. government, is that the treatment they received as POWs was first class. It was very, very good. Als ich dann entlassen wurde, oder in ein anderes Lager im Februar, so kam ich dann weitere 12, aber da war es, möchte ich sagen, wenn man sich hat nichts zu Schulden kommen lassen, das muss ich betonen. Also in verschiedenen Lagen kam auch Verschiedenes vor, unter anderem können wir jetzt gut sagen, gab es auch welche, die Nazis, bitte, wir waren auch alle in dem Bereich, ob man dann aktiv dabei war oder weniger aktiv, ist egal. Aber es konnte auch vorkommen, dass man die Nazi-Fahne gehisst hat, kennt. Okay. Are you... Sorry? Und darf ich es mal übersetzen? Soll ich wissen, sonst wenn Okay. He said from here he went to another camp, from there to 12 other camps, and he said something that one should say now, that in some camps you also had active Nazis. True, all of them were in one sense in support of the government. It was their country at that time. But in some camps, that when the Nazi flag was raised in the morning, people actually just kind of booed. Aber es ist ihnen beides nichts geschehen, so viel ich weiß. But there was no mistreatment, none whatsoever. Nothing happened to them. Der Amerikaner war da so großzügig und sagte, naja, das könnte vielleicht einmal vorkommen, aber was soll's, sind alle jung, sie haben nur ihre Pflicht getan, wie wir auch, und damit war es beiseite. He said the American authorities were so generous that even when they booed and hissed, shall we say, the raising of the American flag, they said, well, they are youngsters, they're doing their duty, we are doing our duty, and that's something we have to accept. Eine kleine andere Geschichte war im Camp, nicht weit von Walla Walla, Oregon. Okay, another story of something that occurred was in a camp not far from Walla Walla, Oregon. He doesn't recall the name of the camp right now, but we'll find that out. Da waren wir in einer Erbsenfabrik. They were in a factory where they canned peas. Dort war es an sich sehr schön. Man hat in jedem Fall ein Dach über dem Kopf und war nicht der Sonne ausgesetzt. It was fairly nice there because you had a roof over your head and didn't have to suffer from the sun. Und die Leute, die dort nicht gearbeitet haben, zufällig, weil es waren 3 Schichten zum Beispiel in der Fabrik, die haben sich etwas richtig Nettes geleistet. 3 waren alle von Afrika. Uniform, tipptopp, Schuhputz, beides rasieren, Aftershaving, schön rasiert, saubere Mütze, umgeschnallt und sind in Stadt Walla Walla reinmarschiert. In vollstem Mix, also wie man sagen kann. He said, while I was at this place, they worked 3 shifts. If you were off duty, there were always 2 shifts off duty. So what could they do? So they would all get themselves dressed up in their full uniform, shaved, everything else, and then these shifts which were off duty, dressed in their uniforms, would parade in the city of Walla Walla. Es war warm.
This is true. He said, this is not a fairy tale. Plötzlich wurde die MP alarmiert. And suddenly the MPs were called, notified. Und die kamen dann zu den drei Kriegsgefangenen hin. Was macht ihr hier? Spazieren gehen. And they came up to these three POWs that were doing this. They said, what are you doing here? He said, well, we're out for a walk. He said, come on, take a seat. That's true, really true. Dann denke ich nachher, ich war auch kommandoiert, der Offizier hat mich, ich kann der Lageroffizier sagen, ihr seid auch so Gauner. Afrikakorps. The commander of that camp knew them, and this and that, they were teasing, and they said, then joshing back and forth, and they said, well, we're the Africa Corps, you know, what do you expect? Darf ich sagen, generell die Amerikaner haben das Afrika-Korps sehr, sehr geschätzt. Denn wir machen aus einem Stückchen Eisen gleich ein paar Panzer. Okay. He said the Americans really respected the members of the Afrika Corps because out of a little round piece of iron they can make a tank. Und die drei, die man in der Stadt aufgelesen hat. And these three POWs that were caught in the city parading in full uniform. Die mussten natürlich zum obersten Commander, I don't know, was sie der Mayor oder Colonel. They had to report to the commander of the camp. Und ein Offizier kam dann zu mir, es ist ihnen nichts passiert, ein Offizier kam dann zu mir, als ich auch in die Erbsenfabrik ging und sagte, what's your name? Walter Bindle. Muss ich erklären. Ja, was sagen Sie eigentlich zu der Sache? Es ist mir leid, dass sowas passiert ist, hoffentlich kommen wir nicht später nach Hause. Und dann sagt er zu mir, ach, das hätte bei den Amerikanern auch passieren können. Was soll denen geschehen, wir haben Verständnis. Das war alles, nichts passiert. He said one of the officers, first of all, nothing happened to those three that were caught. Then he said one of the officers asked him and said, Walter Bindle. Well, first of all, what is your name? He said, Walter Bindle. And he said, well, what do you think about these people that did this, these three? And he says, well, he didn't know what to say. He said, hopefully this won't cause us to be returned or repatriated later than we had anticipated. And the officer said, well, don't worry about it. He said, these things happen. This would happen with our POWs, and we are a very tolerant and generous people. Das wäre es in groben Zügen, was ich hier erlebt habe. No, that's just That was just a very rough sketch of some of the things he experienced. And he said he has no reason to voice any complaint of his experiences. Vielleicht darf ich noch anfügen. Und ich habe noch ein gutes Zeugnis. Well, he even received a certificate for good conduct. Weil ich bei der Abfertigung von einem Kriegsgefangenen in dem Lager dabei war und habe die Papiere helfen. Because he helped as all the groups were processed out. He worked in the office and he helped with the paperwork, and he helped all of them get out. And for that he received a certificate. Dann ging es von Camp Gruber nach Camp Shanks to Holbeck. Da wurde man mal so ein bisschen gefilzt, aber nichts passiert. Dann ging es weiter nach Nürnberg und ab nach Hause. And then to Nürnberg, and in his case home. Now he wanted to add something. Ja. Returned to France, but he did not have to stay and work there and was introduced to Germany.